Ich bin der Luca Dechert. Ich spiele Schlagzeug, wie man es auch sieht. Bin hauptsächlich Hip-Hop und R&B-Drummer. Viel Live, Tour, Studio. Das sind so die Hauptsachen, die ich mache. Ich komme halt aus einer musikalischen Familie. Mein Vater ist auch Berufsmusiker. Meine Mutter hat viel früher Management gemacht für eine Band. Und deswegen bin ich quasi in diesen Kosmos Musiker halt reingeboren worden. Und als ich, glaube ich, 3 war, hatte ich mein erstes Set geschenkt bekommen. Und seitdem spiele ich halt Schlagzeug und dann relativ schnell war für mich klar, dass ich eigentlich den Weg auch irgendwie als Musiker gehen möchte. Und habe dann mit 17 mein Abi gemacht. Genau, hatte bis dahin aber noch keinen Lehrer gehabt, sondern mal hier und da Unterricht genommen, aber das meiste autodidaktisch eben. Und dann in der Uni-Zeit, wo ich in Osnabrück studiert habe, am Institut für Musik, hatte ich dann meinen ersten Dozenten, so richtig wöchentlich hinzugehen. Totale Katastrophe am Anfang für mich gewesen, weil ich todesaufgeregt war und dachte, boah, ich kann überhaupt kein Schlagzeug spielen. Also war auch eine Riesenüberwindung für mich. Hatte dann das Glück, parallel am Anfang durch viele so Coverjobs, die ich einfach gemacht habe, viele Leute kennenzulernen, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe, auch heute noch. Genau, und dann kam halt das dann quasi, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte eigentlich nur live spielen. Dann war ich natürlich schon professioneller Drummer als Musiklehrer und hier und da. Da bin ich dann so vor 2 Jahren so ein bisschen den Schritt gegangen, zu sagen, okay, ich möchte mich mehr wirklich auf die Kunst, sage ich mal, und für Artists zu arbeiten und genau. Momentan bin ich am meisten mit dem Rap-Duo Menas Moos unterwegs. 2 Frankfurter Rapper, auch spielen da schön viele Festivals, viele Konzerte auf Natur, die jetzt Ende des Jahres ist. Und früher war es dann mit Samra war ich unterwegs, habe bei Raf Kamora ausgeholfen. Aber auch genauso, wo ich irgendwie sage, wenn es zum Beispiel auch genauso in die Einrichtung so Fusion Jazz im Quartett, Trio find ich auch super, spiele ich auch viel mit meinem Vater zusammen. Und ist natürlich auch, weil es einfach ein riesen Einfluss von mir war, halt auch so ein bisschen so das andere Herz verschlägt. Und sonst dieses Jahr so an Projekten steht, wie gesagt, Menas Moos an. Bei Unheilig helfe ich jetzt aus und dann Ende des Jahres noch oder im August mit Trailer Park, also querbeet, könnte man eigentlich sagen. Die Story, wie ich zu Rohema kam, ist eigentlich recht kurz. Und zwar war nur, dass ich zu dem Zeit beim Sven angefangen habe zu unterrichten und dort halt auch die Rohema-Sticks in der Musikschule eben waren. Das heißt, ich hatte als Musikschul-Sticks immer die Rohema-Sticks eben dort liegen gehabt und habe dann tatsächlich, was so der Hauptpunkt für mich war, dass ich gesagt habe, ich hätte gern eine Firma, die in Deutschland ist, wo ich auch mal hinfahren kann, wo ich auch einen Ansprechpartner, wo ich nicht immer nur auf Englisch kommunizieren muss oder wenn ich mal sage, es brennt jetzt total, habe ich jemanden in der Nähe quasi. Und das war so der springende Punkt, warum ich dann gesagt habe, ich schicke da mal eine Mail hin. Und genau, darüber kam dann der Kontakt. Und jetzt habe ich quasi meine eigenen Sticks, wo mein Logo drauf ist, sind quasi trotzdem Standard 5A. Ich hatte nie das Bedürfnis zu sagen, ich brauche jetzt grundlegend einen anderen Stick als jetzt einen 5A-Stick. Wenn man aber die Möglichkeit hat, natürlich darüber nachzudenken, was man noch konfigurieren könnte und verändern könnte. Aber vorher war es halt für mich, wie gesagt habe, das ist mein Go-To-Modell und die nehme ich jetzt einfach, weil da wusste ich, ohne jetzt großartig was auszuprobieren, dass ich sage, hier, die nehme ich und mit denen funktioniert das super. Dass es halt ein Traditionsunternehmen ist, das über mehrere Generationen eben schon besteht, dass Liebe zum Detail da ist und zum Handwerk, dass vor allen Dingen halt auch ein Riesennetz hier in Deutschland mittlerweile einfach auch vorhanden ist. Es gibt, egal wo man hinschaut, gibt es Leute, die Rohema spielen. Und was mir aber am wichtigsten ist, was ich darüber weiß, dass halt ausschließlich positiv darüber gesprochen wurde und dass gesagt wurde, super Jungs, super Mädels. Man ist halt nicht irgendwie wie so eine Massenabfertigung irgendwie. Das heißt, okay, hier hast du deine Sticks und bitte sag aber überall, dass du dich spielst. Also es ist sehr persönlich und das waren so die Dinge, die mir im Vorhinein eigentlich zugetragen wurden und das klang für mich sehr sympathisch. Also ich glaube, ich habe da ein bisschen eine andere Philosophie. Ich glaube, dass der Stick schon viel ausmacht, aber es ist viel eine Attitude-Sache, wie man jetzt zu einer bestimmten Musik spielt. Also ich kann jetzt natürlich nicht vor 15.000 Leuten auf einer Mainstage genauso spielen, wie wenn ich im Jazzkeller in Frankfurt vor 40 Leuten spiele und aber leisen Jazz irgendwie. Ne? Und ich glaube, dass es eher für mich so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, wie fühlen die sich an und wo habe ich die meiste Kontrolle, wo ich leise und laut spielen kann und wo trotzdem auch die Becken mit dem Tipp, also
Das ist natürlich eine Sache, da habe ich Glück gehabt, dass bei den Standard 5As trotzdem der Tipp für mich so funktioniert, dass ich den Sound aus den Trommeln und auch besonders aus dem Becken halt rausbekomme, der für mich funktioniert. Und ich glaube trotzdem nach wie vor, dass es viel dann einfach an der Spielweise liegt. Und wenn man sich wohl mit den Sticks fühlt, dann kann man das auch alles bedienen. Also meine Philosophie ist im Prinzip, dass ich, oder hinter dem Schlagzeugspielen ist eigentlich, dass ich das Schlagzeug gar nicht so als in diesem Musikkontext, wenn ich selbst spiele, an vorderster Stelle sehe. Also ich bin viel als Saxophonist noch unterwegs, mache viel Studioarbeiten, auch im Hip-Hop. Und dort war es dann eben so, dass ich eigentlich sehr, sehr viel quasi höre, was rechts und links passiert. Und genau sozusagen, okay, dass man jetzt auch einfach, sage ich mal, seine eigene Musikalität entwickelt, indem man einfach auch sagt, okay, man hat jetzt irgendwie ein Konzept, wie zum Beispiel, man spielt viel Singles und Doubles, was die Grundlage eben vom Schlagzeugspielen ist und wie kann man aber jetzt seine eigene Stimme dadurch irgendwie finden, ohne dass man jetzt wie ein Lexikon klingt, weil das ist dann Fill Nummer 53 aus dem Buch und Fill Nummer 2, was auf der Klinik gespielt wurde, sondern dass man dahinter ein bisschen blickt und sagt, okay, das ist aber mein Style und deswegen spiele ich das so und nicht wie jemand anderes. Und das ist quasi das A und O. Nicht nur, wie es am Instrument besser wird, sondern wo ich auch der festen Überzeugung bin, je mehr man seine eigene Stimme hat, desto mehr hat man auch einfach Jobs. Was man hier sieht, ist das Frontfell von der fantastischen Band Roy Hammer und die Pralines, was quasi mein Herzensprojekt ist. Dort ist eine Schlagerband aus dem Frankfurter Raum, Schlagerrock, und macht total Spaß. Wir spielen alle Rollen dort, spielen auch relativ viel im Jahr. Meine Rolle, ich heiße dort Manni Kowalski und bin quasi meine Geschichte, um es kurz zu erklären. Ich war früher Profifußballer bei Wattenscheid, habe aber durch diverse rote Karten ein Spielverbot bekommen und mein Therapieplatz als Anti-Aggressionstraining war halt eben bei Roy Hammer und die Pralines Schlagzeug zu spielen. Und so kam ich zu dieser Band und jetzt gibt es die Band schon seit 30 Jahren. Ich bin nicht seit 30 Jahren dabei, aber jetzt glaube ich seit so 5, 6 Jahren ungefähr. Und das macht einfach Spaß. Das ist halt einfach mit Leuten. Und vor allem tatsächlich muss man auch lustigerweise dazu sagen, das war meine erste CD. Also ich habe mit den Songs damals, 2000 müsste es gewesen sein, von einem Live-Album habe ich Schlagzeug spielen gelernt. Also zu Marianne Rosenberg und Roberto Blanco Sachen. Also wirklich Standardschlager. Das war so der Beginn. Halt quasi alle Sachen, wo halt mein Papa irgendwie CDs zu Hause rumliegen hatte, habe ich dann dazu gespielt. Und das war eine dieser Bands. Und dadurch, dass wir jetzt demnächst spielen, war ich einfach zu faul, das Bassdrumfeld zu wechseln. Und fand es irgendwie funny auch. Die Ernsthaftigkeit so ein bisschen aus dem Ganzen. Habt euch lieb. Seid lieb zueinander. Das ist glaube ich, der Satz, den ich gerne an alle sagen würde.